Die Türken werden in Kriegen eine neue Ära der Technologie eröffnen, indem sie den unbemannten Kampfjet Kclelma vorstellen. Kclelma-Flugzeug enthält viele Avionik-Systeme. Dazu gehören Positionsbestimmungsradare, Kamerasysteme, Satellitenverbindungssysteme und Navigationssysteme. Dank dieser Systeme wird die Erfüllung der Aufgaben des Flugzeugs viel einfacher. Rein äußerlich betrachtet hat der Prototyp der Bayraktar Kclelma gewisse Ähnlichkeiten mit der Boeing Loyal Wingman, ebenfalls ein unbemanntes Flugzeug. Baykar hat zwar offiziell keine Informationen über die Maße von Kclelma veröffentlicht, aber mit ca. 11 Metern Spannweite sieht es wie eine größere Angriffsdrohne aus und größentechnisch mit dem Strahltrainer der T-38 Hurjet von TUSAS vergleichbar. Selçuk Bayraktar, der Technikvorstand von Baykar, erläuterte die Merkmale des Flugzeugs bei einer Veranstaltung an der TU Gebze am 4. August 2021. Das von Baykar initiierte und geleitete Projekt unter dem Namen Unbemanntes Kampfflugzeugsystem, MIOS, Muharib Insans Uçak Sistemi, soll 2023 seinen ersten Testflug absolvieren mit einem maximalen Startgewicht von 6 Tonnen und einer Gesamtnutzlast von 1,5 Tonnen. Es kann bis zu einer Flughöhe von 12,000 Meter operieren, mit einer Flugzeit von 5 Stunden sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 800 bis 900 h, wobei bei weiterentwickelten Modellen eine höhere Geschwindigkeit angestrebt wird. Nach Angaben des Herstellers wird Kclelma mit einem Düsentriebwerk ausgestattet und in der Lage sein, auf amphibischen Landungsträgern mit einer kurzen Landefläche zu starten und zu landen. Der Drohnenhersteller teilte zwar mit, dass Kclelma mit künstlicher Intelligenz, KI, ausgestattet sowohl Luft-Boden- und Luft-Luft-Angriffe als auch aggressive Manöver ausführen soll. Trotzdem sollten die weiteren Fortschritte abgewartet werden, ob es Baykar tatsächlich gelingt, diese Eigenschaften in das unbemannte Kampfflugzeug zu integrieren. Wie die F-35 soll Kclelma über Stealth-Fähigkeiten verfügen und Zuladungen in internen Waffenschächten im Rumpf unterbringen können. Damit wäre es in der Lage, einheimische Raketen wie Zirit, Marschflugkörper des Typs SOMALCM, lasergelenkte Tübitaxar-Gebozok oder Bomben wie MAMC oder TEBA-81 etc. im Rumpf aufzunehmen. Wie bei modernen Kampfflugzeugen üblich, wird Kclelma über ein einheimisches ISR-Radar der Rüstungsschmiede Aselsan verfügen und damit in der Lage sein, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen und zu attackieren. Das in der Türkei entwickelte ISR-Radar hat eine Reichweite von 60 Kilometer. Letztes Jahr wurde das ISR-Radar in die Kampfdrohne Bayraktar Akıncı eingebaut und 2022 mit der Ausrüstung der F-16 Kampfjets der türkischen Luftwaffe begonnen. Für die türkische Marine wird Baykar eine für Flugzeugträger konzipierte Version von Kclelma herstellen. Um das unbemannte Kampfflugzeug abbremsen zu können, wird, wie auf Flugzeugträgern üblich, eine Seilfanganlage auf dem Schiff installiert und das Flugzeug selbst ist mit einem Fanghaken ausgestattet. In Zukunft soll die Marineversion der Kclelma und das neue Modell der Bayraktar TB3 auf Trägerschiffen ihren Dienst verrichten. Zumindest bei der ersten Version des unbemannten Kampfflugzeugs ist nicht zu erwarten, dass diese Dogfights, also Luftkämpfe mit anderen Kampfflugzeugen führt, sondern eher gegen feindliche Hubschrauber, Angriffsdrohnen und Ziele am Boden Operationen ausführt. Beim Triebwerk setzt Baykar bei der ersten Version der Kclelma auf 2 Modelle des ukrainischen Herstellers Evchenko Progress. Beim Modell A handelt es sich um die EGAI-25, einem Zweiwellen-Turbofan-Triebwerk und beim B-Modell um die EGAI-322 mit einem Nachbrenner, was die Leistungsfähigkeit erhöhen dürfte und die Geschwindigkeit erhöht. Wegen den Unwägbarkeiten, die sich aus dem Russland-Ukraine-Krieg ergeben, ist es denkbar, dass das Unternehmen für die Triebwerke sich mit einer anderen Firma einigt. Den Kriegseinsatz der Angriffsdrohne Bayraktar TB2 haben Experten als Gemschama bezeichnet, und wenn in einigen Jahren die Bayraktar Kclelma zum Einsatz kommt, wird es die Kriegsführung insofern verändern, weil das unbemannte Kampfflugzeug zusammen mit modernen bemannten Kampfflugzeugen operierend unterstützt und damit die Schlagkraft der Luftwaffe erhöht.
Der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern TUSAS arbeitet ebenfalls an einem unbemannten Kampfflugzeug namens TIOS, das mit Stealth-Eigenschaften, künstlicher Intelligenz, AESA-Radar und einem Düsenantrieb usw. ausgestattet feindliche Drohnen mit der entsprechenden Bewaffnung orten und vernichten könnte. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.